Die wunderschöne Spessburg, heute auf History Travel Nature. Erstmals erwähnt wird die Spessburg im Jahr 1247. Erbaut wurde sie auf einer Vorgängeranlage unter der Herrschaft von Alexander van der Dyck. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt. Die Spessburg liegt auf einem zu 3 Seiten steil abfallenden Felssporn in der Nähe von Andlau im Elsass. Ihr Name leitet sich übrigens vom Wort Spezberg ab, was so viel wie Berg der Spechte bedeutet. Über die erwähnte Vorgängeranlage ist leider nichts bekannt. Zur Zeit der Errichtung der Burg war Alexander von seinem Bruder Heinrich, dem damals amtierenden Bischof von Straßburg, zum Vogt der Abtei Andlau ernannt worden. Folglich diente die Anlage wohl zu deren Schutz. Der Name der Familie variiert übrigens von Dokument zu Dokument. Je nachdem wird das Geschlecht von Dycke, von Dyck, von der Dyck oder eben van der Dyck genannt. Die Burgruine, welche von einem Verein gepflegt und restauriert wird, ist in einem hervorragenden Zustand. Sie ist durch einen in den Fels gehauenen Graben vom Rest des Bergrückens isoliert. Ihr auffälligstes Merkmal ist der 24 Meter hohe, viereckige Bergfried. Weiter umfasste die Kernburg ein östliches und ein südliches Wohngebäude, welche, den gut erhaltenen Fensteröffnungen nach zu urteilen, durchaus lichtdurchflutet waren. Der Wohnstandard war hier zu jener Zeit wohl sehr komfortabel. Gut zu sehen sind auch die Stellen, an welchen sich damals die offenen Kamine befanden. Ein westliches Wohngebäude wurde irgendwann abgerissen, wodurch Platz für einen Innenhof geschaffen wurde. Unterhalb des Felsens existierte einst eine Vorburg, welche aus mehreren Gebäuden bestand und von einer Umfassungsmauer umgeben war. Von dieser ist heute leider nichts mehr zu sehen. Südlich der Kernburg stand zudem ein viereckiger Turm. Für den Bau der Burg wurde fast ausschließlich Granit benutzt. Nur die Fensterfüllungen im Hochgeschoss sind aus hellgrauem oder rosafarbenem Sandstein. Kurz nach ihrem Bau überträgt Alexander die Hälfte der Spessburg den Landgrafen des Unterelsass. Diese geben ihm die geschenkte Hälfte unverzüglich als Lehen zurück. Das war eine gängige Praxis, um sich die Unterstützung von mächtigen Verbündeten zu sichern. (1377) wurde Walter von Dycke zum Landvogt im Breisgau ernannt. Mit seinem Tod in der legendären Schlacht von Sempach
Am 9. Juli 1386 starb die Familie aus. Nach seinem Ableben übernahmen die Edlen von Andlau die Burg und auch die Vogtschaft über die Abtei. Von den darauffolgenden Jahrzehnten ist nur wenig überliefert. Manchen Quellen zufolge soll die Burg am 29. März 1431 von Stephan von Pfalz-Zweibrücken-Simmern, welcher im Französischen Etienne de Bavière genannt wird, eingenommen worden sein. Dieser war seinerzeit Unterlandvogt des Elsass. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung ist leider nichts bekannt. Der Überlieferung nach seien nur wenige Stunden später die Andlauer mit einer Truppe von 2000 Soldaten angerückt und hätten die Burg zurückerobert. Wie dem auch sei. 1439 werden sie jedenfalls wieder als Eigentümer genannt. Mindestens bis Mitte des 16. Jahrhunderts diente sie der Familie noch als Wohnsitz. Als Beweis dient hierzu eine Kaminplatte mit der Jahreszahl 1550. In der Mitte des 16. Jahrhunderts soll die Spessburg von den Bürgern von Bar in Brand gesteckt worden sein. Sie beschuldigten einen der Schlossbewohner, in ihrer Stadt eine Frau vergewaltigt zu haben. Es gibt jedoch keine Hinweise, dass die Burg nach dem überlieferten Brand verlassen wurde. Auf eine Ruine deutet erstmals ein Dokument aus dem Jahr 1689 hin. Es ist deshalb gut möglich, dass sie erst im Laufe des Dreißigjährigen Krieges zerstört und danach nicht wieder aufgebaut wurde. Wie viele verlassene Burgen diente sie lange Zeit als Steinbruch. 1904 kam sie in den Besitz der Gemeinde Andlau. Seit 1967 steht die Spessburg unter Denkmalschutz. Wenn nur diese Kriege nicht wären. Natürlich ist diese wundervolle Anlage Teil des Elsässer Burgenweges. Und apropos Burgen, wir müssen leider schon wieder weiter, denn es gibt noch viele dieser Orte in der Region. Also macht's gut und bis zum nächsten Video.